Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. Heute geht es um Drive-by-Downloads und da möchte ich auch noch gleich das Drive-by-Cache-Verfahren kurz anreißen, damit wir das auch zumindest mal kennen. Das ist nämlich ein sehr, sehr bekanntes Verfahren, das gerne dazu genutzt wird, um Schadware tatsächlich bei euch auf euren Rechner zu kriegen. Und das Drive-by-Download-Verfahren, das wiederum verlässt sich sozusagen auf den dummen User, während das Drive-by-Cache-Verfahren auf eine Schwachstelle abzielt. Das heißt, es sind beide Methoden da, aber für die Drive-by-Cache-Methode braucht man sozusagen ein bisschen mehr IT-Wissen, während für die Drive-by-Download-Methode braucht man dumme User. So, was jetzt passiert ist Folgendes. Und zwar, wir wollen ganz gerne einen Server infizieren. Und normalerweise, wenn man eine Webseite aufruft, dann sieht das Ganze so aus. Wir greifen auf eine Webseite, zum Beispiel youtube.com oder the-morpheus.de, also meine Webseite. Könnt ihr gerne mal drauf gehen, einfach mal ins Forum gucken oder sonst irgendwie in Tools vorbeigucken. Man greift auf diese Website drauf zu und baut eine Verbindung auf zu diesem Webserver, der eben diese Webseite zum Download anbietet, die dann von eurem Browser wiederum interpretiert und schön dargestellt wird. Also ihr seht ja nicht diesen Code, sondern ihr seht hübschen Code, beziehungsweise überhaupt keinen Code mehr. Ihr seht normalerweise eigentlich relativ hübsch abgebildet, alles Mögliche. So. Und was jetzt der Angreifer macht, der sucht nach irgendeinem Exploit bzw. nach irgendeiner Schwachstelle in der Konfiguration eines Webservers und greift dann auf diesen Webserver drauf zu, loggt sich dort ein, vielleicht auch einfach ein schlechtes Passwort benutzt, dieser Webserver, oder er ist einfach tatsächlich Betreiber einer bösen Webseite, dann kann er das natürlich auch selber machen und fügt dort ein Skript ein. Und dieses Skript, was wir jetzt hier nur als Beispiel haben, das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob virus.com tatsächlich böse ist, aber war tatsächlich alles aus meinen kreativen Phasen. Nicht wirklich kreativ. Egal, auf jeden Fall wird dann automatisch ein JavaScript ausgeführt, das von virus.com stammt und badassdownloader.javascript heißt. Und das wird natürlich überhaupt nicht überprüft von keinem Virenschutz oder sonst irgendwas. Das ist einfach wirklich nur ein JavaScript und das passiert haufenweise. Also ich habe auch verschiedene JavaScripte bei mir auf der Website eingebunden, natürlich von seriösen Quellen. Aber das ist eine ganz normale Technik, dass man da JavaScripte einbindet. Und wenn der Angreifer also auf den Server Zugriff drauf hat, dann kann er da natürlich ein bösartiges JavaScript einbinden. Und deswegen ladet ihr euch dann von diesem Malware-Server, also das ist der virus.com-Server, und von dort ladet ihr euch einfach eine Malware direkt in euren Rechner runter und dort wird dann unterschieden zwischen Drive-by-Downloads oder Drive-by-Caches. Drive-by-Downloads, da ladet ihr einfach über die ganz normale Download-Funktion von eurem Browser, also da wie ihr theoretisch auch, irgendwelche ZIP-Dateien runterladen könnt oder irgendwelche PDF-Dateien, über diese ganz normale Funktion ladet ihr euch sozusagen diese Malware runter und dann steht da clickme.exe oder sowas und wenn ihr diese Datei dann ausführt, dann habt ihr natürlich eure Schadware auf eurem Rechner drauf und alles ist kaputt. Also, nein, nicht alles ist kaputt, aber höchstwahrscheinlich seid ihr dann irgendwie ein Bot oder ihr habt eine Ransomware, momentan wahrscheinlich am ehesten eine Ransomware oder ihr habt sonst irgendwas oder einen Wurm oder einen Trojaner oder was auch immer. Haben wir in den letzten Videos ja schon geklärt. So, die zweite Variante, die ist ein bisschen komplizierter und zwar geht es da um ein Drive-by-Cache-Verfahren. Das Drive-by-Cache-Verfahren, da wird auch einfach diese böse Schadware runtergeladen, ganz normal, aber nicht über die normale Download-Funktion von eurem Browser, sondern nur in den Cache des Browsers. Und das ist jetzt tatsächlich ein kleiner Unterschied und zwar wird dann nicht die Download-Funktion benutzt, sondern die Run-Funktion. Das heißt, es wird einfach ein Java oder generell ein Download eben ausgeführt aus dem Cache, was auch völlig in Ordnung ist. Das passiert auch regelmäßig, denn JavaScript wird ja erstmal runtergeladen und dann wird ausgeführt, nachdem es kompiliert wurde. Das heißt, das ist auch ein ganz normales Verfahren, macht YouTube relativ häufig, macht auch meine Website, glaube ich. Und wenn dieses Ding jetzt bei euch im Browser rumliegt, dann wird es ganz normal ausgeführt. Das Problem ist, normalerweise wird dann nicht irgendwie was ausgeführt, beziehungsweise es wird nicht was runtergeladen, was ausgeführt werden kann und danach wieder gelöscht, was normalerweise der Fall ist, sondern es wird einfach irgendwas nicht Ausführbares runtergeladen. Also zum Beispiel eine .jar-Datei. Das ist eine Java-kompilierte Datei, das heißt, es ist Java-Code und der kann logischerweise nicht von JavaScript ausgeführt werden. Also liegt dann bei euch im Cache durch den Browser runtergeladen
eine .jar-Datei, die einfach nur, ja, darum gammelt. Und von der habt ihr auch eigentlich überhaupt keine Kenntnis. Das heißt, ihr könnt auch nicht sagen, hey, Download abbrechen, ich möchte diese Datei nicht oder sowas. Sondern die liegt einfach nur in eurem Cache rum. Und wenn ihr den nicht löscht, dann liegt die da für immer, für immer rum. Das ist an sich nichts Schlechtes, aber wenn es dann zum Beispiel eine Jar-Datei ist, die ausgeführt wird von einem anderen Programm, also zum Beispiel möchte jetzt Flash Player, das war relativ ein häufiges Beispiel eigentlich, Flash Player möchte irgendwie einen Film abspielen und zeigt dann eben auf diese Jar-Datei. Das heißt, diese Jar-Datei wird als Film interpretiert und dann ausgeführt und dann wird plötzlich eine Schwachstelle in Flash benutzt, um eben diesen Java-Code richtig auszuführen. Das heißt, ihr führt ohne euer Wissen durch den Flash-Player Java-Code bei euch auf dem Rechner aus, nur durch das Besuchen eines JavaScripts. Und das ist natürlich dann böse, weil durch einen Java-Code auf eurem Rechner kann genauso viel passieren, wie wenn ihr eine .exe-Datei ausführt. Und ja, dann habt ihr natürlich wieder dasselbe Problem, ihr landet in einem Botnetz oder ihr habt eine Ransomware oder. So, was kann man dagegen machen? Also wir sind ja hier natürlich IT-Sicherheitsleute und wir wollen natürlich uns auch vor sowas schützen. Das Allerwichtigste, was jeder eigentlich immer haben sollte, ist ein Plugin für den Browser, das JavaScript erstmal verbietet und dann kann man im Nachhinein sagen, okay, das JavaScript brauche ich, das JavaScript brauche ich. Aber wenn unbekannte Skripts wie zum Beispiel badassdownloader.javascript von virus.com da steht, dann wird das höchstwahrscheinlich kein Nutzer freigeben. Das heißt, holt euch sowas wie NoScript. Ich habe die ganzen Dinger schon vorgestellt in der Anonymitäts-Playlist. Falls ihr mal gerne auf meinem Kanal gucken wollt, dann, dort erkläre ich das dann ein bisschen genauer. Und die blocken, wie gesagt, dann JavaScripts. Das heißt, das kann auch nicht mehr ausgeführt werden und dann passiert auch dieser Download nicht mehr. Was eine andere super Alternative dazu ist, oder nicht nur super Alternative, aber was ihr auch machen solltet, ist Flash-Plugins standardmäßig deaktivieren. Das heißt, ihr habt kein Flash mehr, bis ihr es wirklich explizit erlaubt. Und das Gute dran ist halt, dann kann auch keine Schwachstelle mehr von Flash ausgeführt werden. Und ja, das ist sowieso eigentlich ganz sinnvoll, denn Flash-Plugins sind auch nicht immer sichtbar. Die kann man auch mal unsichtbar auf eine Website packen. Also wenn man zum Beispiel ein Frame, ein iFrame oder sowas hat und dann einfach die Visibility auf Hidden stellt, in einem HTML-Code, sprich der Angreifer kann das auch ganz gerne machen, dann wird plötzlich Flash ausgeführt, ohne dass ihr irgendwas davon merkt. Und das ist natürlich auch sehr gefährlich. Deswegen standardmäßig einfach Flash-Plugins deaktivieren und nur bei Bedarf wirklich aktivieren. Das sind die beiden Sicherheitsvorkehrungen, die ich euch da empfehlen würde. Und als Serverbetreiber natürlich richtige Konfiguration wählen und selber mal ein paar Pentests durchführen, die wir hier auch noch machen werden. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.